Sebastian Strothmann und bei der Nautilus fürs Produktmarketing und die Unternehmenskommunikation verantwortlich. Ja, und im Gegensatz zu dem etablierten Hasen hier in der Runde war ich vorher im Bereich der Konsumgüter tätig, also der FMCG-Branche, die Tobi ja vorhin schon kurz angesprochen hatte, also auf der Brandseite. Ja, und dort war das finanzielle oder die finanzielle und organisatorische Hürde, ins TV bzw. auf den Big Screen zu kommen, in der Vergangenheit für viele der Marken häufig recht hoch. Und ich persönlich sehe CTV und Addressable daher als Ergänzung fürs klassische Fernsehen und als große Chance, auch solche Brands in den TV-Werbemarkt mit einzubeziehen. Dann einmal kurz zu den Inhalten, worum es in den nächsten Minuten gehen soll. Ich möchte gerne zeigen, wie Server-Side-Ad-Insertion für Longform-Content bzw. auf CTV-Plattformen zum Einsatz kommt und wie unterschiedliche Stakeholder davon profitieren. Dafür beleuchte ich einmal den OTT-Kontext, von dem wir auch eben schon viel gehört haben, dann aber auch kurz die Erweiterung IPTV und HbbTV und gebe dann noch einen kurzen Ausblick auf aktuelle Trends in Bezug auf Ad-Insertion, also in diesem Fall die Linearisierung von Video-on-Demand-Inhalten. Jetzt aber kurz einmal zu Nautilus. Wir haben uns die Personalisierung von Videoinhalten zur Aufgabe gemacht, wobei die individuelle Werbeansprache hier im Fokus steht. Und mit unserer Server-Side-AI-Technologie wird die Monetarisierung im Streaming revolutioniert, indem wir Videowerbung für Millionen von Zuschauern gleichzeitig personalisieren. Das geschieht im Rahmen einer offenen Plattform mit vorab integrierten Konnektoren zu einem großen Partnernetzwerk. Und Nautilus versteht sich hier als Schnittstelle zwischen Inventargeber und Vermarkter. Wir haben dazu ein starkes Netzwerk zu Partnern aufgebaut, in dem beispielsweise Goldbach als Keyplayer in der Vermarktung im deutschsprachigen Raum agiert. Und durch diese bestehenden Schnittstellen und APIs in dem Partner-Ecosystem wird die Personalisierung grundlegend erstmal ermöglicht und am Ende auch erfolgreich durchgeführt. Jetzt kurz zu unserem Produkt Server-Side AI, womit diese dynamische Werbeinsertierung auf einer grafischen Benutzeroberfläche ermöglicht wird. Dies kann in der GUI durch den Content Provider oder den Plattformbetreiber in Eigenregie gemacht werden, also self-managed kann das Ganze aufgesetzt und gesteuert werden. Und dazu schaffen wir eine Verbindung zu den Ad-Networks und insertieren die Werbekampagnen dann personalisiert in Video-on-Demand und Live-Linear-Inhalte. Und im Anschluss bieten wir dann noch tiefgreifende Erkenntnisse und Analysen in Bezug auf das Zuschauerinteresse und die Anzeigenleistung. Schauen wir zu Beginn einmal, welchen Herausforderungen sich im OTT-Umfeld heute gestellt werden muss. Wir haben schon einiges darüber gehört. Zusätzlich zum klassischen TV-Markt entwickeln sich seit einigen Jahren eine signifikante Zuschauermasse, Inhalte auf unterschiedlichen Geräten konsumieren will und das Ganze auch noch zeitversetzt, wann immer es Ihnen gerade passt. Außerdem haben wir einige wenige SVOD-Dienste wie Netflix, Amazon Prime und Disney, die sich durchgesetzt haben, die mit ihrer Größe und ihren Marktanteilen wenig Spielraum für weitere Subscription-Based Services lassen. Daher ist die aktuelle Herausforderung jetzt, mit den Fähigkeiten von Connected TV sinnvolle und zuschauergerechte Einbindung von Werbetreibenden in diese Streaming-Welt voranzutreiben. Ja, und in der folgenden Animation möchte ich einmal zeigen, wie sich Server-Side-Ad-Insertion von bisherigen Implementierungen für Videowerbung unterscheidet. Diese fanden nur direkt auf dem Player statt und erforderten sonst immer eine aufwendige Anpassung für jede Geräteplattform. Und Server-Side AI, unsere Plattform, nimmt diese Last vom Player weg und verlagert den Prozess ins Backend auf Servern in der Cloud. Der Dienst befindet sich zwischen CDN und dem Client-Gerät und Server-Side AI verbindet die Videoinhalte mit der Werbung direkt beim Ausspielen und wird dann der neue Endpunkt für die Auslieferung. Von diesem werden dann beide Quellen in einem Mix ausgeliefert. Wir nennen das ein personalisiertes Manifest. Wir sind auch Mitglied des Tech Labs, also der IAB. Das ist das Interactive Advertising Bureau, also der Wirtschaftsverband der Online-Werbebranche. Und alles, was die Animation gerade gezeigt hat, basiert auf anerkannten Industriestandards. Die IAB und deren Standards setzen eben auf eine starke Kooperation und Vereinheitlichung entlang der Video-Supply Chain. Und viele von diesen Standards dienen beispielsweise der Aufdeckung und Vermeidung von Ad-Fraud, um hier auch das Vertrauen der Werbetreibenden zu stärken.
Gut, im nächsten Schritt möchte ich gern zeigen, wie sich die Herangehensweisen in den verschiedenen Anwendungsfeldern unterscheiden. Wir haben gerade schon gesehen, wie die Ad-Insertion im OTT-Bereich aussieht. Bei IPTV und HbbTV ist DAI und DAS ein Zweiklang und ein bestehender Werbeblock kann digitalisiert werden. Wer gerade bei dem Exaring-Vortrag aufgepasst hat, hat schon mitbekommen, dass DAI für Dynamic Ad Insertion und DAS für Dynamic Ad Substitution steht. Und unsere Technologie ermöglicht sowohl das eine als auch das andere. Also wir bauen hier die Brücke zwischen den zwei TV-Welten, einmal den klassischen DVB-TV-Broadcast und internetbasierten Streaming. Und im IPTV-Ansatz ist das Ziel, adressierbare Werbung auf IPTV-Set-Top-Boxen zu ermöglichen, um die breite Masse der Subscriber zu erreichen. Und im Gegensatz zum OTT-Ansatz können wir hier nicht auf User-Ebene targeten, sondern gehen auf Segmente bzw. Usergruppen. Und dafür gibt es dann 3 Schritte. Im ersten Schritt findet die Messung der momentan aktiven Zuschauersegmente auf Plattformen und Kanälen statt. Das ist die sogenannte Return Path Data der Set-Top-Box-Geräte. Dann haben wir die Auswahl der profitabelsten Werbung auf Basis dieser momentan aktiven Zuschauersegmente pro Kanal und Werbeblock. Und dann unseren Part, die dynamische Werbeinsertierung in den IPTV-Kanal mit der gewinnoptimierten Werbekampagne. Beim HbbTV-Ansatz ist die Anforderung der reibungslose und gleichmäßige Übergang von Broadcast zu Broadband bei Spotbeginn und dann von Broadband zu Broadcast am Ende des Spots bzw. des Ad-Breaks. Wir wollen also eine One-to-One adressierbare Werbeauslieferung im klassischen TV erreichen, also das, was wir hier die TV-like Experience nennen, nur eben mit personalisierter Werbung. Hier ist dann noch zu erwähnen, dass feste Deals abgesichert sind, da wir einen Spot auch mirrorn können. Das bedeutet, dass wir eine digitale Kopie der Werbung aus dem DVB-Stream ausspielen und so können die Inventargeber ihren Verpflichtungen auch bei solchen Deals nachkommen. Jetzt zu der Frage, welche Chancen sich aus dem gerade Vorgestellten ergeben. Diese basieren auf nutzbaren Daten und kluger Technologie, also das sind hier die Enabler. Die TV-Sender sammeln ja bereits Daten über klassische Panel-Messtechniken, also die AGF- oder GfK-Forschung zum Beispiel und jetzt eben auch direkt über die Streaming-Angebote und HbbTV. Plattformbetreiber sammeln Daten über das Nutzerverhalten ihrer Subscriber bzw. Kunden auf der eigenen Plattform. Und diese Daten sind eben die Basis, um Personalisierung von Content und Werbung voranzutreiben, während auf der anderen Seite die neuen OTT-Technologien die Aufgabe haben, personalisierten Content und Werbung auf Milliarden von Geräten auszuspielen. Beides ermöglicht die Monetarisierung der Zuschauer und die Etablierung besserer und relevanterer Werbeplatzierungen. Und Server-Side Ad Insertion ist dafür unserer Ansicht nach im Videobereich maßgeblicher Treiber. Ja, wenn wir diese vorgestellten Daten und Technologien jetzt richtig verknüpfen, führt es zu entscheidenden Vorteilen für die Stakeholder. Wir haben einmal die Zuschauer, die jetzt relevantere Werbung sehen, was zu steigender Akzeptanz führt. Dann haben wir die Werbetreibenden, die können durch genauere Zielgruppenansprache bessere Konvertierung erreichen. Und Streaming-Plattformen, die steigern durch höhere CPMs ihre Profitabilität. Also im besten Fall lässt sich hier diese abgebildete Win-Win-Win-Situation herbeiführen und alle Seiten profitieren schlussendlich davon. Jetzt noch ein kurzer Ausblick, in welchen Bereichen Ad Insertion ansonsten noch besonders relevant ist. Hier stellen wir vermehrt fest, dass diese lineare Laid-Back-TV-Experience, die ja vorhin auch schon mal genannt wurde, auch in der OTT-Welt weiterhin sehr geschätzt wird, vor allen Dingen wegen dem Überfluss an Auswahl. Daher bieten wir eben auch die Möglichkeit, Video-on-Demand-Assets zu linearisieren und diese virtuellen Channels, wie wir sie nennen, direkt mit personalisierter Werbung auszustatten. Was man hier jetzt zum Beispiel sieht auf dem Slide, ist der Scheduler, in dem die Video-on-Demand-Assets in einer linearen Reihenfolge gebracht werden und dann eben zum Beispiel mit Live-Windows oder eben Werbeplatzierungen erweitert werden können. Und abschließend nochmal ein paar Worte dazu, wie unsere enge Partnerschaft mit Goldbach hier mit reinspielt in das Thema. Also gemeinsam ermöglichen wir insbesondere den einfachen Zugang zum Werbemarkt und die technische Insertierung und Personalisierung der Werbung für Content-Provider und Plattformen.
Also sozusagen ein skalierbares End-to-End-Komplettpaket für die Kunden, wodurch wir die Time to Market eben signifikant reduzieren können.